Filmspiele hatten in den 90ern keinen guten Ruf. Oft schnell produziert, halbgar umgesetzt und meistens nur da, um vom Kinofilm zu profitieren. Aber auf dem Super Nintendo war das nicht immer so. Denn zwischen all dem Lizenzchaos verstecken sich echte Highlights. Spiele mit starker Atmosphäre, richtig guter Musik und teilweise brutalem Schwierigkeitsgrad. Von Disney-Klassikern über düstere Action bis hin zu epischen Science-Fiction-Abenteuern. Heute schauen wir uns an, welche Filmspiele auf dem SNES wirklich überzeugen konnten. Hier sind die besten Filmspiele auf dem Super Nintendo als Top 25. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload. Warning. 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 System overload critical. Warning. 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 Und wir starten mit Cool World. Cool World ist optisch auffällig, spielerisch aber extrem sperrig. Die Steuerung fühlt sich ungenau an, das Leveldesign wirkt chaotisch und oft unfair. Interessant als Kuriosität, aber nichts, was man freiwillig länger spielt. Ein typisches Lizenzspiel mit mehr Stil als Spielspaß. Arnie ist back mit The Last Action Hero. The Last Action Hero hat eine starke Filmvorlage, macht daraus spielerisch aber viel zu wenig. Unpräzise Steuerung, lustige Trefferabfrage und kaum Flow. Die Idee ist cool, die Umsetzung leider nicht. Ein Paradebeispiel für verschenktes Potenzial. Bram Stokers Dracula von 1993 im düsteren Look, langsames Gameplay und wenig Abwechslung. Dracula setzt stark auf Atmosphäre, verliert dabei aber den Spielspaß völlig aus den Augen. Ein kompletter Reinfall, aber sehr zäh. Eher etwas für Fans des Films, also für Actionfreunde. Wer kennt sie noch? Familie Feuerstein auf Platz 22 von 1993. Ein klassisches Jump'n'Run ohne große Überraschungen, solider Technik, fairer Steuerung, aber kaum erinnerungswürdige Momente. Läuft sauber durch, bleibt aber nicht im Kopf. Nett, harmlos und absolut durchschnittlich. Dennoch ein Jabba Dabba Du. Judge Dredd Sly Stallone is Back von 1995 ist hart, unübersichtlich und wenig einladend. Die Atmosphäre passt, spielerisch wirkt vieles sperrig und unfertig. Man erkennt das gewaltige Potenzial, aber es zündet nie richtig. Interessant, sehr anstrengend, aber trotzdem einer meiner Favoriten. Und schon wieder Sly in Action mit Cliffhanger. Ein typisches frühes 90er Filmspiel. Technisch ordentlich, spielerisch extrem vorsichtig. Es funktioniert, macht nichts falsch, aber eben auch nichts richtig spannend. Ein Spiel, das man einmal antestet und dann einfach abhakt. Die Maske von 1995. The Mask ist bunt, laut und überdreht, genau wie im Film. Leider bleibt das Gameplay sehr eintönig, kurz unterhaltsam, danach aber schnell repetitiv. Mehr optischer Gag als ein echtes Highlight. Ja, Arnie hatte viele Filmspiele, darunter auch True Lies von 1995,
Viel Geballer, hohes Tempo und kaum Erklärungen. Brutal Eyes setzt auf Dauer-Action statt Filmgefühl. Ein großer Klassiker, aber schnelle Unterhaltung für kurze Sessions. Popcorn-Spiel im besten Sinne. Hook von 1992, optisch und musikalisch sehr stark, spielerisch aber kindlich brav. Das Jump'n'Run fühlt sich träge an und nutzt sein Potenzial nicht vollends aus. Zwar sehr hübsch anzusehen, nett zu spielen, aber ohne nachhaltigen Eindruck. Schade um das große Potenzial. Robocop vs. The Terminator von 1994, absolut brutal, schwer, düster und gnadenlos. Dieses Spiel erkennt kein Erbarmen und verlangt volle Konzentration. Spaß ist relativ, Kultfaktor dafür riesig. Ein Titel für Spieler mit starken Nerven. Ich bin allein zu Hause. Teil 2 von 1993 hat ein kreatives Gameplay mit Fallen, Planung und Chaos. Deutlich runder als der erste Teil, aber weiterhin sehr speziell. Kein klassisches Actionspiel, dafür ein ungewöhnlicher Ansatz mit eigenem Charme. Ja, Teil 1 von 1992 war dennoch ein bisschen besser. Kevin überrascht mit taktischem Gameplay statt Prügel-Action. Langsam, ungewöhnlich, aber sehr clever umgesetzt. Definitiv kein Standard-Filmspiel, sondern mit einem eigenständigen Konzept. Die Addams Family mit Huxley, ein klassisches Jump'n'Run ohne große Risiken, aber saubere Steuerung, faire Levels mit wenig Abwechslung. Solide Unterhaltung, die man aber schnell wieder vergisst. Teil 1 der Addams Family von 1992 ist dagegen absoluter Kult. Überraschend ambitioniert, ein großes Action-Adventure mit viel Erkundung, hohem Anspruch und gelegentlichem Frust. Ein Spiel für Ungeduldige, aber mit deutlich mehr Tiefe als erwartet. Absoluter Klassiker, dieses Game. Batman is Back mit Batman Forever von 1995. Batman wollte modern sein und ist dabei aber etwas über das Ziel hinausgeschossen. Die Steuerung ist sperrig, das Kampfsystem etwas seltsam, ein Totalausfall, aber eine klare Enttäuschung für Batman-Fans. Das beste Spiel von Arnie auf Platz 10, Terminator 2 Judgment Day von 1993, ein isometrisches Action-Game mit düsterem Look und absolut null Fehlertoleranz, trifft die Stimmung des Films sehr gut, verlangt aber Geduld und harte Nerven. Ein extrem harter Brocken, dieses Spiel, aber absolut empfehlenswert. Atmosphäre pur in Jurassic Park von 1993. Ego-Passagen, Labyrinthe und permanenter Stress. Spielerisch nicht immer fair, aber extrem spannend und für seine Zeit sehr mutig umgesetzt. Dunkel, hektisch und absolut gnadenlos. Alien 3 von 1992,
setzt voll auf Druck und Atmosphäre. Kein Spaßtitel, aber intensiv und extrem stimmig. Ein absoluter Klassiker auf dem Super Nintendo. Nicht ganz so gut wie auf dem Sega Genesis, aber dennoch war Aladdin auf dem Super Nintendo eine absolute Empfehlung. Ein sauberes Jump'n'Run-Spiel mit schöner Grafik und fairer Steuerung. Weniger Action, mehr Plattform-Gaming. Kein großes Spektakel, aber technisch sehr gut umgesetzt. Der König der Löwen von 1994, wunderschöne Präsentation, trifft auf berüchtigten Schwierigkeitsgrad. Sehr frustrierend, legendär und unvergessen. Dieses Spiel hat ganze Kindheiten geprägt und ist ein Top-Klassiker für den Super Nintendo. Die großen Abenteuer von Indiana Jones auf Platz Nummer 5. 3 Filme in einem Spiel, randvoll mit Abwechslung, anspruchsvoll, teilweise echt unfair, aber extrem umfangreich. Ein echtes Fanpaket für Geduldige und die, die Indiana Jones einfach lieben. Die beste Filmumsetzung von Batman auf Platz Nummer 4, Batman Returns. Ein Beat'em Up wie aus dem Lehrbuch, wuchtige Kämpfe, düstere Atmosphäre und ein Koop-Modus mit dabei. Batman in absoluter Bestform auf dem SNES und das ist zugleich auch eines der besten Action-Games für den Super Nintendo. Und wir starten in die Top 3 mit Super Star Wars Return of the Yeti von 1994. Der technisch stärkste Teil der Reihe. Viel Abwechslung, etwas zugänglicher, aber immer noch sehr fordernd. Ein würdiger Abschluss der Filmreihe. Ja, und auf Platz 2 Teil 1 der Super Star Wars Reihe. Der Beginn einer legendären Hassliebe. Extrem schwer, ikonisch und gnadenlos. Wer das durchzieht, weiß ganz genau, warum dieses Spiel absoluten Kultstatus hat. Und auf Platz 1 Star Wars, das Imperium schlägt zurück von 1993. Härter, besser, kompromissloser als alles davor. Perfektes Leveldesign, ikonischer Soundtrack und absolut gnadenlos. Genauso sehen die besten Filmspiele auf dem Super Nintendo aus. Ja, liebe Retro-Freunde, das waren die besten Filmspiele auf dem Super Nintendo. Man sieht, nicht jede Lizenz war automatisch schlecht. Einige Titel gehören heute sogar zu den stärksten Spielen der 16-Bit-Ära. Natürlich ist so eine Liste immer Geschmackssache. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Filmspiel für euch ganz vorne stehen würde oder welches ich eurer Meinung nach komplett vergessen habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Retro-Content rund um Super Nintendo, Mega Drive und Co. Wir sehen uns im nächsten Video bei Lobo TNT Retro Gaming. Engage
Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload.